Florian auf dem Weg in den Flugsimulator. Hallo Florian. Er sucht dringend einen Job. Alles sehr stark aus hier. Ja, herzlich willkommen im A380 in Egelsbach, Flugsimulator. Wir machen hier, wie du ja schon weißt, Entertainment-Fliegerei für flugbegeisterte Privatleute. Und in dem Zusammenhang habe ich ja deine Bewerbung erhalten und freue mich, dass du heute hier bist, um mal bei uns reinzuschnuppern. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich bin erstmal baff von dem Simulator, das sieht ja super stark aus. Ja, wenn du magst, kannst du gerne mal links Platz nehmen. Eigentlich säße der Pilotenschüler jetzt selbst in einem echten Cockpit. Hätte Corona seine Ausbildung und die von rund 2000 anderen Pilotenschülern nicht gestoppt. Bei den meisten funktionieren die Autopiloten, die Systemtiefe ist da. Für Florian eine herbe Enttäuschung. Die sind noch nicht eingefahren. Eigentlich ist mein Motto immer so gewesen, das wird schon irgendwie laufen. Das heißt, es kommt irgendwann die Zeit nach der Krise, ein kurzer Moment der Panik. Zum einen bin ich ein bisschen gedrückt, weil man wusste, okay, es wird jetzt ein langer Weg. Der Weg bis jetzt war teuer. Rund 40.000 € hat er schon in seine Ausbildung investiert. Mit einem Kredit und mit seinem Ersparten. Du bist halt alt und bist gemerkt, dass Inputs sichtbar wird. Nun sitzt er da, ohne Job und mit einer abgebrochenen Ausbildung. Ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, dass ich im Cockpit landen will, ja, und dass das mein Traumjob sein wird. Und deswegen halte ich auch daran fest. Und gerade in so einem Cockpit kann man halt jederzeit an der kommerziellen Luftfahrt schnuppern und sieht seinen Traum dann eigentlich vor Augen. So, jetzt kommt langsam die Speed, dann fange ich an, die Klappen einzufahren. Ich fahre die Klappen ein. Genau. Je nachdem, wie aufmerksam der Gast ist, spricht man es auch an. Manchmal sage ich auch gar nichts dazu. Wenn der am Kämpfen ist, schon mit dem Flieger, dann mache ich es einfach heimlich. Der 27-Jährige will seine Ausbildung unbedingt zu Ende bringen. Dafür braucht er echte Flugpraxis in einer Flugschule und weitere 40.000 €. Ein Job im Simulator wäre daher hilfreich. Dirk Effelsberg würde Florian auch gern beschäftigen, wenn er wieder öffnen könnte. Da kommen wir halt im Moment auch nicht weiter, solange wie der Lockdown noch herrscht. Wir warten jeden Tag darauf, dass es endlich wieder losgeht und wir wieder Gäste begrüßen können. Im Moment steht das genauso still. Also beide Standbeine gerade weggerissen. Auf dem Frankfurter Flughafen treffen wir Lukas Heim. Auch er wollte bald im Cockpit sitzen, hatte seine Ausbildung an der Verkehrsfliegerschule Bremen begonnen. Doch schon im ersten Lockdown setzte die Lufthansa die Ausbildung ihrer fast 700 Flugschüler aus. Seitdem ist ungewiss, was aus Lukas Zukunft wird. Mein Traum wäre es, jetzt in einem 320 zu sitzen, weil dann wüsste ich, mit der Ausbildung hat alles geklappt und ich wurde fertig ausgebildet. Langfristig würde ich am liebsten auf die Langstrecke gehen, eine 777 fliegen, 350, aber da wage ich noch gar nicht von zu träumen momentan. Denn sein Traum ist geplatzt. Durch Corona ist die Lufthansa selbst zum Sanierungsfall geworden und der Konzern musste mit 9 Milliarden € gestützt werden. Noch immer steht fast die Hälfte der Jets am Boden. Und es heißt, dass die Lufthansa schon jetzt etwa 1000 Piloten zu viel an Bord hat. Keine gute Prognose für den Pilotennachwuchs. Der größte Schockmoment war letztes Jahr im September, als uns gesagt wurde, es wird nicht geplant, mit uns weiter zu arbeiten, uns weiter auszubilden. Weil da zum ersten Mal klar wurde, das ist nicht nur eine Zeit, die vorübergeht, Corona, und das ist nicht nur ein Konflikt, der für einen Zeitpunkt mal besteht, sondern die ganze Branche ist fundamental erschüttert und wir wissen nicht richtig, hat man dort noch mal einen festen Platz, kann man dort noch mal arbeiten. 6 Monate zwischen Hoffen und Bangen. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis es dann wirklich einstürzt. Also am Anfang denkt man, es dauert ein paar Monate und dann wird das schon wieder. Und bis einem das klar wird, dass es überhaupt nicht mehr passieren könnte, dass man das nicht werden kann, dauert's. Traurig macht's mich, dass ich nicht weiß, ob es überhaupt noch klappt. Aber das ist eine Realität, der ich mich stellen muss, wie wir alle. Lukas kommt aus einer klassischen Fliegerfamilie. Sein Vater ist A380-Kapitän, seine Mutter Flugbegleiterin. Und auch sie haben mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Nun musste Lukas zu ihnen zurückkehren und lebt wieder in seiner Heimat Darmstadt, in einem WG-Zimmer. Ohne Corona wäre ich jetzt in Bremen
Also würde dort noch leben, würde dort die Ausbildung weiterführen. In der letzten Ausbildungsphase wäre ich auf einer Citation, würde Simulatorstunden nehmen. Da geht es auch um die Operations, um das Zusammenarbeiten, also viel um Team, um Kommunikation. Und ich würde dort auch echte Erfahrungsflugstunden sammeln am Bremer Flughafen. Da wäre ich jetzt. Wenige Wochen später. Florian hat noch immer keinen Job gefunden. Trotzdem will er seine Pilotenausbildung zu Ende führen. Auch vor Corona hatte er sie selbst finanziert, ohne Garantie auf eine Zukunft im Cockpit. Doch als er anfing, waren die Zeiten noch gut, weil die Flugbranche boomte. Jetzt ist alles anders. Gäbe er auf, hätte er alles, was er schon investiert hat, in den Sand gesetzt. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer praktischen Ausbildung für den Berufspiloten und wollte nachfragen, ob Sie das überhaupt anbieten bei Ihnen in der Flugschule und wie man sich das dann vorstellen könnte. Okay, das klingt spannend, aber ich glaube, das ist nicht ganz das, was ich suche. Man muss halt dann eine Flugschule finden, die zum einen die Berufspilotenlizenz ausbildet, auch mit den ganzen dazugehörigen Dingen wie zweimotorige Maschinen und so weiter. Und das nächste ist, dass die Flugschule einen auch dann nehmen möchte. Ja? Also es kann auch sein, dass eine Flugschule sagt, nee, wir wollen, dass du alles bei uns machst. Und manche nehmen halt quasi auch welche, die schon ein bisschen weiter sind und dann nur noch die Praxis machen. Ich bin übers Internet auf Ihre Flugschule aufmerksam geworden und wollte mal nachfragen, ob Sie denn auch die Berufspilotenausbildung anbieten. Ich habe die Theorie schon in der Tasche und suche jetzt eine Flugschule, bei der ich eben die praktische Ausbildung machen kann. Okay, und auf welchen Flugzeugen bilden Sie da aus? Okay, könnte ich denn einfach mal vorbeikommen und wir sprechen das durch und Sie könnten mir dann ein Angebot geben, wie teuer die Ausbildung sein wird? Ja, super, dann komme ich morgen vorbei. Tschüss. Florian hat BWL studiert und war Leiter in der Logistikbranche. Seinen Nachnamen möchte er im Film nicht nennen. Er setzte alles auf eine Karte, kündigte seinen Job und begann Anfang 2020 seine private Pilotenausbildung in Baden-Württemberg. Als Corona seine Pläne über den Haufen warf, zog er zurück zu seinen Eltern nach Gründau. Nun muss er sehen, wie er Leben und Ausbildung finanzieren kann. Ich suche jetzt aber allerdings auch Stellen in der Nähe von Flugplätzen hier in der Umgebung, dass man da eben nach der Arbeit relativ schnell am Flugplatz sein kann. Denn aufgeben will er nicht. Manche seiner Mitschüler haben ihre teure Pilotenausbildung bereits abgebrochen. Aber Florian hofft, dass Leute wie er nach der Krise wieder gebraucht werden. Als dann quasi der erste Lockdown kam, war ich eigentlich relativ positiv gestimmt und habe mir gedacht, okay, das hält jetzt vielleicht nur einen Monat an und dann geht es wieder weiter. Klar, dadurch, dass dann die Theorieprüfung ein bisschen nach hinten gerutscht ist und so weiter, musste man Ausdauer beweisen. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Fliegen vergleicht, ist es eigentlich so wie das Durchstarten. Also wir machen einen neuen Versuch und bleiben einfach dran. Man muss jetzt einen längeren Atem beweisen und das, denke ich mal, wird schon funktionieren. Nicht so optimistisch ist Lukas Heim, der heute seinen Freund Marc Brockmöller besucht. Beide wollten Piloten werden. Nun ist das Einzige, was ihnen vom Fliegen noch bleibt, der Flugsimulator am heimischen PC. Ich habe bisher noch keinen Flughafen nicht gefunden. Ja. Also die Challenge steht noch aus. Sag mal irgendwas Cooles, eher Berge, eher Meer, eher sowas zu sehen kriegt. Also was ja sehr anspruchsvoll sein soll Hongkong sein, das weiß ich nicht. Ja gut, der alte Hongkonger Flughafen ist tatsächlich nicht mehr drin. Ach, der ist nicht mehr drin, ne? Wenn wir mit der Socata fliegen, sind wir nicht an die großen Landebahnen gebunden. Da würde ich Courchevel zum Beispiel mal vorschlagen oder Lukla, so im Himalaya, wenn dir das was sagt. Haben wir uns sogar angeschaut, auch jetzt erinnere ich mich dran. Der virtuelle Flug macht Spaß, ist aber kein Ersatz für das, was sie jetzt am liebsten machen würden, ihre Ausbildung zu Ende zu führen. Lukas bei der Lufthansa, Marc privat in Aschaffenburg. Habt ihr das mal gemacht? Slippen? Ja. Quasi Pedal komplett nach rechts und Lenken nach links. Ach so, um in den Winter quasi rein. Ja. Genau, also das wird bei uns auch sogar geübt, aber das ist alles, also ich sag mal so Operations und sowas, das hatte ich noch gar nicht. Es ist Spiel und Übung zugleich.
und löst ganz viel aus. Nur Glückshormone eigentlich, weil das macht Spaß und man hat die Challenge und man will mal schauen, okay, was kennt man eigentlich noch und was funktioniert denn überhaupt und was funktioniert auch vielleicht gar nicht. Jetzt so im Nachhinein merkt man eigentlich, okay, gut, aber das ganze Kapitel ist schon sehr, sehr weit zurück und ist momentan ja auch sehr abgeschlossen. Das löst Wehmut aus. Auch die ganzen Erinnerungen, von denen man nicht weiß, wiederholen sie sich nochmal, hat man die nochmal oder ist es abgeschlossen? Es führt wohl kein Weg zurück an die Verkehrsfliegerschule in Bremen, denn die soll geschlossen und abgewickelt werden. Dann sind wir ein bisschen zu weit, ne? Ja, meinst du, machen wir Klappen schon? Voll ausfahren. Drück einmal F8 und G. So, und jetzt merkst du, wie die Klappen fahren und wie er bremst. Jetzt wird er sehr motzen und wir werden wahrscheinlich zu hoch sein. Ich glaube, wir müssen durchstarten. Ne? Ja, knapp daneben, ne? Mein größter Traum wäre, dass wir alle, die noch Lust haben, eine Ausbildung noch dort bekommen in Bremen von der Lufthansa. Es muss nicht dieses Jahr sein, aber vielleicht nächstes Jahr, dass es nochmal losgeht, dass man an uns glaubt, dass man uns die Chance gibt und dass wir alle in den nächsten Jahren vielleicht trotzdem in dieser Branche einen Job bekommen. Nicht anschließend, das ist uns auch bewusst, aber vielleicht in 4 Jahren, in 5 Jahren, dass man dort Fuß fassen kann. Das wäre mein größter Traum. Florian stellt sich heute bei einer Flugschule vor. Hier könnte er nicht nur seine Pilotenausbildung zu Ende bringen, sondern auch noch Fluglehrer werden. Ich kann dann hier zunächst die Instrumentenflugausbildung, dann die Berufspilotenlizenz erlangen und danach direkt in den Fluglehrerlehrgang starten, um eben dann auch im Anschluss vielleicht hier zu arbeiten. Ein guter Plan, um durch die praktischen Flugstunden die Lizenz zu erhalten, aber auch ein teurer. Die Ausbildung zum Fluglehrer kostet nochmal zusätzliche 10.000 Herr Euro. Roland, Florian ist da für einen 12-Uhr-Termin. Kommst du rum? Komm sofort. Super, dann setze ich mich einfach dahin. Nimm kurz Platz, nimm dir ruhig den Kaffee. Danke. Genau. Ja. Für Florian geht es heute also um viel. Wo ist er? Da ist er. Hallo. Servus. Servus, grüß dich. Wie geht's? Sehr gut, und selbst? Willkommen bei uns. Die Maske aus. Ich bin gerade dabei, meine CPL-Ausbildung zu machen und suche einfach nach dem nächsten Schritt, um einfach Erfahrungen zu sammeln, Stunden zu sammeln. Und ich habe gesehen, ihr bietet das an und ich würde mich sehr interessieren, das bei euch zu machen. Okay, wir müssen natürlich vorher die Voraussetzungen abprüfen. Darf ich mal deine Stunden sehen, was Ja, du klar. da alles so geschafft hast? Ich meine, Jawohl. du bist ja schon relativ weit. Genau. Zeig mal her. Ich habe das Ganze hier auf dem iPad dabei, also ein digitales Elektronisch? Ja, sehr gut, das ist ja in Ordnung. Ja, genau. Jawohl. Und da sieht man quasi in Summe jetzt 202 Stunden. Das und ist 50 ordentlich. Minuten. Die Lizenz habe ich auch dabei. Die ist auch frisch verlängert worden, das SAP-Rating. Wie sieht's aus mit deinem Englisch-Level? Oh, Level 6. Level 6, genau. Glückwunsch, sehr gut. Danke. Klasse. Ja, das ist doch die Basis, stimmt schon mal. Darauf können wir aufbauen. Wunderbar. Super, klasse. Roland Otto ist der Geschäftsführer der Flugschule und war gerade in den USA. Dort erholt sich die Flugbranche bereits wieder. Das Ziel, was er verfolgt, ist ja ein Traum, den er mal irgendwann hatte. Und ich finde es generell gut, wenn Leute ihre Träume verwirklichen. Nur weil jetzt wir Krise haben, heißt das ja nicht, dass der Traum gestorben sein muss. Also von daher finde ich das absolut positiv, dass er an seinem Traum festhält und alles dafür tut, dass er das auch erreicht. Ja, und Krise ist jetzt. Es gibt auch eine Zeit nach der Krise. Und von daher bin ich da sehr positiv, dass das auch bald wieder sich anders darstellen wird, wie wir das momentan haben. Mit der Fluglehrerlizenz und dem Beenden sind es nochmal ungefähr 20.000 Euro, die ich dann aufbringen muss. Ja, aber das ist ja eine Investition in mich selber und in die Zukunft. Ich habe ja, bevor ich mich entschieden habe, die Ausbildung zu machen, gearbeitet, konnte da schon Geld auf die Seite legen und habe dann einen Kredit aufgenommen und so kann ich das Ganze finanzieren. Ein paar Wochen später geht es hier für Florian tatsächlich weiter. Sein neuer Fluglehrer Rainer wird mit ihm jetzt alle Instrumentenverfahren virtuell durchgehen, damit er sie später auf einem echten Flug anwenden kann. Flap Selector ist ab. Im Simulator ist ja schön, wir können schlechtes Wetter machen, egal wie es draußen ist. Das heißt, ich habe ihn relativ stark unter Druck gesetzt im Anflug in Mannheim mit schlechtem Wetter.
Er muss es tatsächlich so machen, wie es dann im realen Leben eventuell sein kann. Es ist seine letzte Simulatorstunde vor der Instrumentenprüfung. Der erste Anflug, klar, erstes Mal den Simulator, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wie der sich verhält. Und da habe ich gemerkt, was meine Fehler, ich bin viel zu hoch reingekommen, das heißt weniger Gas und so weiter. Das konnte man dann im zweiten Anflug eben direkt umsetzen und ja, das hat mir dann besser gefallen. Jetzt fehlen ihm nur noch 3 praktische Flugstunden. Sein Fluglehrer hat wenig Bedenken. Er merkt selber ziemlich genau, was er falsch macht oder nicht, also wo vielleicht die Fehler liegen. Und ja, er ist einer von den begabten Schülern. Also es macht tatsächlich ziemlich viel Spaß, weil man muss vielleicht ein bisschen formen, mal hier links oder rechts so ein bisschen die Richtung geben. Aber es ist nicht so, dass man ihn komplett umdrehen müsste, sondern er ist im Kopf ziemlich fit. Also das heißt, er kann die Sachen sehr gut umsetzen und er macht es fliegerisch gut. Bei Lukas Heim hat sich in den letzten Wochen wenig getan. Zum Glück unterstützen ihn auch die Eltern finanziell. Sein Wunsch ist ungebrochen. Er will die Ausbildung bei der Lufthansa fortsetzen, auch wenn es der Flugbranche immer noch schlecht geht. Es macht erstmal wehmütig, das so zu sehen und zu wissen, man war schon so weit und man war schon dort und das wäre das, was gefolgt wäre. Das wäre das, was gekommen wäre. Das ist schade. Aber er gibt sich nicht geschlagen. Zusammen mit fast 120 anderen Pilotenschülern will er nun klagen, um für seine Ausbildung zu kämpfen. Also wir erhoffen uns zum einen eine Klarstellung, dass wir wissen, wo stehen wir mit unserem Vertrag und was garantiert er uns überhaupt. Also was dürfen wir? Wir haben eine Auslegungsbetrachtung und die Gegenseite hat eine Auslegungsbetrachtung und wir liegen momentan sehr weit auseinander, deswegen gibt es ja auch den Rechtsstreit. Wir erhoffen uns Klarheit davon, nach was für einem Konzept müssen wir eigentlich ausgebildet werden, was steht uns denn rechtlich zu und worauf kann man sich verlassen, mit was kann man planen. Philip Walker von der Vereinigung Cockpit unterstützt mit seiner Gewerkschaft die klagenden Pilotenschüler. In einem Gespräch über Zoom will sich Lukas informieren, wie es weitergeht. Siehst du irgendwo noch eine Hoffnung? Meine persönliche Hoffnung, und das sage ich auch ganz klar, das ist die Klage der knapp 200 Flugschüler, weil hier werden Ausbildungsverträge einseitig seitens Lufthansa geändert und ich hoffe, dass sich hier tatsächlich auch vor Gericht zeigt, dass die Lufthansa hier nicht im Recht ist und dass dann auch gerichtlich geklärt wird, dass ihr eure Ausbildung auch fortsetzen könnt. Zunächst einmal muss man sagen, dass das Risiko schon hoch ist, dass Lufthansa mit ihrer harten Linie eine verlorene Generation an Flugschülern schafft. Sollte sich Lufthansa durchsetzen, wird sich das vermutlich in einigen Jahren bitter rächen. Denn es werden in den nächsten Jahren viele Piloten altersbedingt in den Ruhestand wechseln. Und genau darauf baut Lukas. Ich hoffe halt, dass man zusammen noch einen Weg findet, weil ich würde mich ja gerne ausbilden lassen bei der Lufthansa und ich habe auch einen Schulungsvertrag, der ja genau das beinhaltet. Ja, wir bilden dich, Lukas Heim, hier vertraglich aus zu den und den Konditionen. Und alles, was ich möchte, ist, dass dieser Vertrag so erfüllt wird. Während sich Lukas immer weiter von seinem Lebenstraum entfernen muss, wird Florian zum ersten Mal mit einer Cirrus fliegen. Es ist die letzte Flugstunde vor der Instrumentenprüfung. Der Weg zur Berufspilotenlizenz nicht mehr weit. Neues Flugzeug. Das ist natürlich immer spannend, da auch was drauf zu lernen. Das verhält sich alles noch mal ein bisschen anders. Von den Verfahren sind wir das schon alles geflogen. Kennt man also. Also hier ist jetzt heute das Spannendste eigentlich das neue Flugzeug. Ich weiß, ich habe einen erfahrenen Fluglehrer dabei, der mir helfen kann, sollte etwas nicht passen. Und ansonsten habe ich mich mit dem Flugzeug vorher beschäftigt. Also sollte alles gut gehen. Sein Zielflughafen Mannheim. Wir dürfen mitfliegen. Ja, der Start war spannend, neues Flugzeug, viel Power, aber der Start war eigentlich super. Wir sind gut rausgestiegen, mussten beschleunigen, das hat alles super geklappt. Ich bin eigentlich zufrieden damit. Ja, das ist ja ein besonderer Anflug mit dem Circle to Land, da wir eben aus dem Westen kommend kein Instrumentenlandesystem haben. Müssen wir aus dem Osten anfliegen, in 1300 Fuß machen wir eine Linkskurve und fliegen dann quasi eine ganz normale Platzrunde. Und das ist einfach super spannend und Herausforderung. Das Flugzeug zu haben, das Abheben, dann diesen Ausblick genießen zu können aus der ersten Reihe, das macht einfach super viel Spaß.
Als ich ungefähr so 6, 7 Jahre alt war, hat mein Vater begonnen, eine Privatpilotenlizenz zu machen und hat mich damit in die Schule genommen. Und da bin ich das erste Mal in so einem richtigen Simulator geflogen. Und das hat mich einfach beeindruckt. Und dann habe ich das Ziel nie aus den Augen verloren. Und dieses Ziel hat ihn trotz Corona bis hierhin geführt. Macht er ganz ordentlich, oder? Kann man jetzt nicht meckern. Lukasheim in Darmstadt hat eine Entscheidung getroffen. Denn solange er nicht weiß, ob seine Pilotenausbildung weitergeht, braucht er eine neue Perspektive. Ich habe mir jetzt auch überlegt, was kann man machen, als es dann hieß im September, es wird nicht mehr weitergehen. Fürs Erste habe ich mir zum ersten Mal überlegt, okay, was ist, wenn das überhaupt nicht mehr klappt? Und daher habe ich mir überlegt, ich will was studieren, ich möchte einen akademischen Abschluss auch erwerben und ich will auch was machen, was mir Spaß macht und was mich auch darüber hinaus interessiert. Und auch was losgelöst ist von der Fliegerei. Lukas studiert jetzt Geschichte und Betriebswirtschaft. Wegen Corona kennt er seine Kommilitonen nur aus Videokonferenzen und hat den Hörsaal seines Professors noch nie betreten. Und hören Sie gut zu, weil dieser Kriterienkatalog, den wir auf dieser Folie haben, relativ viel Kritik an Theorien den Wind aus den Segeln nimmt. Das Gleiche wie die Fliegerei ist es nicht. Das ist natürlich so. Aber ich bin froh, dass ich die Chance bekommen habe. Ich weiß, dass auch viele momentan gar nicht wissen, was man machen kann und wirklich ganz andere Sorgen haben. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, man probiert das einfach mal, also so als Experiment. Und das hat mir bis jetzt so gut gefallen, dass ich auch sage, ja, ich könnte mir das auch als Plan B vorstellen. Das macht mir nicht so viel Freude und nicht so viel Spaß wie die Fliegerei, aber es ist dann doch was Gutes und es ist doch auch eine gute Alternative momentan. Florian hat seine Instrumentenprüfung bestanden, aber braucht immer noch dringend einen Job. Heute hat er ein Vorstellungsgespräch in Gelnhausen. Ich habe mich informiert über die Branche, über das Unternehmen, habe jetzt hier mich nochmal umgeschaut, habe mir die Wohnmobile angeschaut. Ein bisschen Anspannung ist immer dabei, aber das gehört dazu. Grundsätzlich werden Piloten viele Fähigkeiten zugesprochen. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Teamgeist. Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe einen Termin beim Herrn Wagner um 15 Uhr. Ob er mit diesen Skills auch hier punkten kann? Servus, hallo. Ein Job wäre so wichtig, denn seine Kredite laufen weiter. Dann begrüße ich Sie sehr recht herzlich bei der Firma Reis mit MKK. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja. Super. Ja, das ist die Frau Platen, unsere externe Personalerin. Und ja, wir haben schon einige Fragen natürlich auch an Sie. Ja, nach intensiver Studierung Ihrer Bewerbung ist mir in meiner Tätigkeit als Unternehmer was aufgefallen, was ich sehr positiv finde. Und zwar meine Erfolge. Dort schreiben Sie Kosteneinsparungen in Höhe von 15.000 € pro Monat durch Tourenoptimierung. Das ist schon ein erheblicher Erfolg. Also ich sage mal, wir sprechen da im Jahr von über 150.000, 180.000 €. Dann war es sicherlich für Ihren Arbeitgeber schwer, Sie gehen zu lassen, oder? Ich meine, ja, also ich hatte mit meinem Vorgesetzten ein sehr gutes Verhältnis. Und ja, bei der Verabschiedung war es schon sehr emotional, würde ich sagen. das heißt, es wäre für Sie auszuschließen, dass Sie doch wieder im Vollzeiterwerb als Pilot arbeiten werden, zukünftig, eventuell später? Ich würde niemals nie sagen. Also wenn sich die Chance ergibt, könnte es natürlich sehr gut passieren. Ein Risiko also. Ob Henning Wagner ihm trotzdem eine Chance gibt? Angst besteht auf jeden Fall. Das war auch deshalb die Frage, auch von der Frau Platen, glaube ich, wo er sich in 5 Jahren sieht. Auf der anderen Seite, sage ich mal, die Prozesse, die er optimieren wird, die bleiben optimiert. Ja. Ich wünsche mir, wenn das mit der Zusammenarbeit funktioniert, dass er natürlich so lange bleibt, solange er das Unternehmen insofern weiter unterstützt. Eine finale Zusage aber gibt es noch nicht. Nochmal ab und würden dann auch zeitnah wieder auf Sie zukommen mit einer Rückmeldung und gegebenenfalls auch einer direkten Terminvereinbarung. Na, servus Marc. Lukasheim besucht wieder seinen Freund. Marc wollte eine private Pilotenlizenz erwerben, doch seit Corona ist seine Flugschule geschlossen. Wie läuft's mit der PPL?
Ich warte. Und nächster Termin potenziell könnte August klappen. Dann wartest du aber ganz schön lange, das wäre schön. Jetzt warte ich halt seit über einem Jahr dann zu dem Zeitpunkt, dass ich überhaupt anfangen kann. Ich könnte schon seit einem Jahr fliegen. Ja. Ich war tatsächlich bis jetzt nur in der Theorie drin. Das ist was, ich bin da auch noch sehr gespannt drauf, wie es irgendwann mal ist, wenn man wirklich nicht nur immer das Theoretische durchdenkt, sondern es halt dann konzeptionell anwendet und mal schaut, wie funktioniert denn das eigentlich? Genau. Ja, cool. Machen wir mal. Noch ist nicht klar, wie die Klage der Flugschüler ausgehen wird. Zwar hat die Lufthansa ihren Pilotenschülern angeboten, von ihrem Vertrag zurückzutreten oder ihre Ausbildung extern zu Ende zu führen, aber das lehnen sie ab. Aus der Krise habe ich mitgenommen, dass ich mein Studium auf jeden Fall abschließen möchte. Auch wenn es jetzt weitergehen würde, ganz klar, die Fliegerei steht an mich an erster Stelle. Also wenn Sie jetzt sagen, es geht weiter, dann kann man das auch nicht verzögern. Dann kann ich nicht sagen, ich warte jetzt noch mal ab. Ich würde es fertig machen, abschließen, hoffentlich mit einer MPL-Lizenz rausgehen und auf jeden Fall nichtsdestotrotz ein Studium abschließen, einen Bachelor in der Tasche haben, vielleicht noch mal einen Master machen, später berufsbegleitend oder dann auch unabhängig davon, um eben ein zweites Standbein zu haben. Ich finde, das hat die Krise jetzt gezeigt. Jeder, der in die Branche geht, sollte einen Plan B haben, meiner Meinung nach. Wenigstens bleibt Lukas vermutlich auf keinem Schuldenberg sitzen. Denn das finanzielle Risiko tragen die Pilotenschüler der Lufthansa nicht allein. Die Lufthansa bietet es zum Glück an, dass man die Summe nicht direkt zahlen muss, sondern dass man eben diesen Ausbildungsvertrag bei der Lufthansa unterschreibt und das dann über einen Darlehensvertrag zurückzahlt, wenn man angestellt ist. Das ist ein großer Vorteil, was diese Firma anbietet und deswegen wollen so viele dort auch hin. Was aber passiert, wenn sie nie als Piloten arbeiten werden und sie ihre Ausbildungsverträge nicht auflösen wollen, so wie Lukas, ist im Moment noch unklar. Hallo, Servus, hallo. Florian. Jawohl, Heinrich. Ich habe gehört, du willst dir den Flugplatz in Gelnhausen hier mal anschauen. Ja, genau. Ich komme hier aus der Gegend. Ich suche nach einer Möglichkeit, als Fluglehrer zu arbeiten. Ich mache gerade meine Berufspilotenausbildung. Da bist du in Gelnhausen richtig. Ja, dann können wir mal in die Halle reingucken, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Super. Ein Job als Fluglehrer wäre für Florian ideal. Wir haben eigentlich alles, was man so im Privatbereich, kleinere Flugzeuge nutzt, Eco-Klasse, also bis 2 Tonnen. Noch immer hat Florian keine feste Zusage für einen Job, aber fast 80.000 € in seine Pilotenausbildung investiert. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, hier als Fluglehrer zu arbeiten. Und vielleicht klappt es auch mit der Stelle bei der Wohnmobilfirma. Immerhin soll er da demnächst Probe arbeiten. Doch sein Traum bleibt, Pilot einer großen Passagiermaschine zu werden. Generell würde ich mich lieber sehen auf der Kurzstrecke, einfach um viele Destinationen anzufliegen, Abwechslung zu haben. Und tatsächlich bei den Maschinen ist irgendwie Airbus das bisschen schönere Modell in meinen Augen, aber auch die 737 ist super zu fliegen. Noch sind die Prognosen schlecht für angehende Piloten. Experten glauben, dass der Flugverkehr frühestens in 4 Jahren wieder boomt. So wird es wohl noch ein Weilchen dauern, bis Florian weiß, ob sich seine Investition in die Zukunft gelohnt hat. Dass die Corona-Krise so tief einschlagen, die ganze Flugbranche erschüttern und seine Träume auf einen Prüfstand stellen würde, damit hätten weder er noch die anderen fast 2000 Pilotenschüler in Deutschland gerechnet. Aufgeben war nie eine Idee. Also bis heute bereue ich keine Sekunde, in der ich an diesem Traum festgehalten habe, und das geht auch so weiter. Wenn man abhebt und merkt, okay, der Boden verschwindet unter einem, das ist das absolut schönste Gefühl beim Fliegen. Und klar, wenn man jetzt sich besondere Ziele aussucht, auch der Weg dorthin. Also ich bin einmal nach Korsika geflogen, durch die Alpen, übers Meer, übers Mittelmeer. Das ist einfach ein Traum, da lang zu fliegen. Das sind die besten Momente dabei.